Hallo meine Freunde, hola Madridistas, heute habe ich ein Video für euch mit nur guten Nachrichten für Real Madrid. Auch wenn ich ein bisschen angeschlagen bin, habe ich extrem gute Laune bekommen, denn es gibt sehr viele schöne Nachrichten für den Madridismo. Fangen wir mit der ersten an, der wohl wichtigste Wettbewerb im Clubfußball beginnt heute, die Champions League. Und was könnte es Schöneres für die Champions League geben, als ein Spiel zum Beginn von Real Madrid. Die Königlichen treffen heute um 21 Uhr auf Olympique Marseille. Und da kommen wir direkt zur nächsten guten Nachricht. Real Madrid hat gestern den Kader bekannt gegeben und sowohl Jude Bellingham als auch Eduardo Camavinga sind beide zurück. Eine Riesenfreude für den Madridismo. Zwei der wohl vielversprechendsten Mittelfeldspieler der Welt, ich glaube Jude Bellingham ist schon viel mehr als ein Versprechen, der ist schon eine Realität, sind zurück im Kader. Meine Gedanken dazu, darüber reden wir im Video. Und wenn das nicht alles schon schön genug wäre, gibt es noch gute Nachrichten zu Joan Martinez und zu Nico Paz. Und am Ende mache ich natürlich auch die Ausstellung, die ich wählen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Also ein vollgepacktes, positives Video. Viel Spaß dabei. Ja, heute mal ein Video, wo ich euch von Anfang an schon sage, ich werde kein Mal das Thema Schiedsrichter erwähnen. Das ist, glaube ich, eine gute Nachricht für uns alle, obwohl ich genug dazu sagen könnte. Xabi Alonso und Aurélien Tchouaméni wurden in der Pressekonferenz sehr oft zu diesem Thema gefragt, aber beiden sind den Fragen ausgewichen und das werde ich jetzt auch in diesem Video tun. Fangen wir zunächst einmal mit guten Nachrichten an. Wie ihr es kennt, wenn es was Neues aus Real Madrid Castilla gibt, fangen wir damit in diesem Video an. Und die gute Nachricht ist in diesem Fall, Joan Martinez hat seinen Vertrag offiziell bis 2029 verlängert. Er ist 18 Jahre alt geworden. Mit dem 18. Geburtstag darf er einen Vertrag unterschreiben. Real Madrid hat Wort gehalten. Sein Vertrag stand bereit. Er hat ihn gestern unterschrieben und auch geschrieben, dass er sehr froh ist, weiter bei der besten Mannschaft der Welt Fußball spielen zu dürfen, dass das Abenteuer weitergeht. Und ich glaube, für jeden Madridistas ist das eine gute Nachricht. Insbesondere für mich, ich bin Nostalgiker, ich freue mich immer, wenn Jungs aus unserer eigenen Jugend den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Joan Martinez ist dafür prädestiniert, sowohl ein Xabi Alonso, ein Arbeloa, ein Florentino Perez, alle schauen mit zwei Augen auf diesen Jungen und wenn er seine Karriere, wenn er sich so weiterentwickelt, ist es eine Frage der Zeit, dass er bald vielleicht an der Seite von Dienhausen in der Innenverteidigung von Real Madrid steht. Also die erste gute Nachricht. Machen wir direkt mit der zweiten guten Nachricht weiter. Ein Fabrizio Romano hat in den letzten Wochen sehr häufig erwähnt, dass Real Madrid für nächste Saison ihre erste Entscheidung schon getroffen hat. Ein Nico Paz wird nächste Saison zurück nach Real Madrid kommen. Real Madrid wollte ihn sogar schon dieses Jahr haben, aber der Spieler hat sich entschieden, bevor ich bei Real Madrid ein Rotationsspieler bin, gehe ich lieber nach Como, spiele da meine 5.000, 6.000 Minuten und fahre garantiert mit Argentinien am Ende der Saison zur WM. Und diese Entscheidung war für Nico Paz anscheinend die richtige, denn was er in den ersten Spielen bei Como abliefert, ist nicht von dieser Welt. Gestern Abend hat er das schon wieder bewiesen mit diesem unglaublichen Tor. Was hat der Junge bitte für eine linke Klebe? Und schon vorher, wie der sich diese Schusschance überhaupt erarbeitet, wie er sich aus dem Gegner da wegdreht. Der Junge ist ein absoluter Baller. Das zeigt er Woche für Woche bei Como. Und ich glaube, Real Madrid reibt sich jetzt schon die Hände. Tottenham ärgert sich, dass ihre 70 Millionen Angebot nicht angenommen wurde. Dieser Spieler ist auf dem Weg zum absoluten Weltstar. Also es macht Spaß, dem jungen Argentinier beim Fußball zuzuschauen. Und ich erinnere euch nochmal dran, Real Madrid kann ihn nächste Saison für 10 Millionen Euro zurückholen. Aber Real Madrid, ein Ehrenverein wie Real Madrid ist, hat ein Fabrizio Romano übrigens auch schon bestätigt, werden sie Como mehr als diese 10 Millionen geben. Weil Como
Zum Beispiel ein Nico Pass, wenn sie den verkauft hätten an Tottenham, hätten sie 35 Millionen verdient. Die Hälfte gehört denen natürlich. Und Real Madrid wird Como entschädigen. Also ich glaube nicht in dieser Höhe. Aber auf jeden Fall wird Madrid mehr zahlen als die 10 Millionen. Tolle Geste von Real Madrid. Ja, und jetzt genug von den Talenten. Kommen wir jetzt zur Realität, die jetzt bei Real Madrid ist. Schauen wir uns da erst einmal den Kader von Real Madrid an. Ja, ich glaube, all unsere Augen gehen in das gleiche Feld, in das Feld des Mittelfeldes. Und es ist unglaublich schön. Es freut mich so sehr, wieder ein Jude Bellingham und ein Eduardo Camavinga zu sehen. Ja, gestern war dann das Teamtraining, das Abschlusstraining vor dem heutigen Spiel. Und sowohl ein Jude Bellingham als auch ein Eduardo Camavinga haben das Training komplett abgeschlossen. Und man konnte schon Hoffnung haben, dass sie beide wieder relativ fit sind. Aber ich bin ganz ehrlich, als beide Namen im Kader standen, mein Herz ist aufgegangen, ich habe gestrahlt von ganzem Gesicht. Es ist so eine tolle Nachricht. Jude Bellingham, ich glaube, wir wissen nicht, was das für ein Spieler ist. Ich erwähne es immer wieder. Jude Bellingham ohne Schulterprobleme ist ein Ballon d'Or-Kandidat. Ist einer der besten Fußballer dieses Planeten. Und er hat schon immer sehr gut mit einem Vini Junior zusammengespielt. Ein Vini Junior, der wirklich nicht gut in die Saison gestartet ist. Vielleicht hilft ihm ein Jude Bellingham wieder in die Spur zu kommen. Dazu ist Jude Bellingham ein absolutes Monster. Box-to-Box-Monster. Zweikämpfe gewinnt er. Luftduelle. Ein Kämpfer. Also, der wird Real Madrid noch einmal eine Stufe höher bringen. Und ein Eduardo Camavinga ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Eine Allzweckwaffe. Der kann sowohl auf der 6, linker Verteidiger, Box-to-Box-Spieler. Er ist ein Fußballer, der für das Konzept von Xabi Alonso geboren ist. Dieses aggressive Pressing nach vorne. Ich glaube, im Kader von Real Madrid ist er der Spieler, der das am besten umsetzen kann. Also, tolle Nachrichten für den Madridismo. Tolle Nachrichten für Jude Bellingham und Eduardo Camavinga. Ja. Wir haben uns gerade über das Training von gestern unterhalten. Und zunächst einmal gab es da, okay, es sind nicht nur gute Nachrichten, obwohl, naja, das ist eine Solala-Nachricht. Die Liga von Javier Tebas hat sich gestern entschieden, die Vampire, also die Anti-Doping-Kontrolleure nach Valdebebas zu schicken. Und 6 von unseren Jungs mussten ihr Blut abgeben, Urin, was auch immer man da alles abgeben muss heutzutage bei Dopingproben. Deshalb hat sich das Training von Real Madrid um 1 Stunde verzögert. Und die UEFA war sehr wütend darüber. Die UEFA denkt sich, warum muss Real Madrid einen Tag vor so einem Champions-League-Spiel dieses Anti-Doping-Protokoll durchgehen? Es gibt doch am Tag nach dem Spiel, Freitag etc. Es gibt so viel freien Zeitraum, wo die das Training von Real Madrid hätten beeinflussen können. Aber nein, genau an dem Abschlusstraining vor dem ersten Champions League Match, da muss es passieren. Ich glaube, da hat Javier Tebas mal wieder ein bisschen spaßig erlaubt mit Real Madrid. Naja, Real Madrid, Xabi Alonso haben dem Ganzen nicht so viel Gewicht gegeben. Natürlich ist es nicht schön, einen Tag vor dem Champions League Spiel aus dem Rhythmus ein bisschen zu kommen, aber ich glaube, Real Madrid kann das gut kompensieren. Und ich erinnere jeden einzelnen von euch daran, jedes Champions-League-Spiel in dieser Saison ist sau wichtig. Das hat auch ein Xabi Alonso und Tchouaméni in der Pressekonferenz klargemacht. Umso weiter du oben in der Tabelle am Ende landest, umso länger hast du Heimrecht in den schweren K.O.-Spielen. Und jeder von uns kennt die Magie des Santiago Bernabéus an Champions-League-Abenden. Das heißt, selbst wenn im Hinspiel mal der Abend nicht so rund gelaufen ist, kann ein Real Madrid im Santiago Bernabéu gegen jeden, gegen alles noch jedes Ergebnis korrigieren. Ja, vor allem unter dem neuen Training mit diesem neuen Gesicht vertraue ich in das Santiago Bernabéu und in Real Madrid. Ja, und ob unsere Jungs sich gut vorbereitet haben, das können wir jetzt zusammen einmal sehen.
Buena, Rodrigo. Eso es. Ja, was für eine tolle Stimmung im Training und immer wieder wie ein Xabi Alonso von hinten die Jungs anfeuert. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Also, wie ihr gesehen habt, am Ende auch eine Riesenfreude, als Gonzalo den Siegtreffer macht und Ehre, wem Ehre gebührt. Hier seht ihr das Siegerfoto. Gonzalo, Lunin, Alaba, Fede Valverde, Mastantuono, Rodrigo und Bellingham haben anscheinend dieses Abschlussspiel gewonnen. Wobei meine Frage ist, was ist mit Fede Valverde los? Hat er mal gekifft vor dem Training oder was ist? Also, wie gesagt, das Bild von Fede Valverde hat mich persönlich umgehauen. Aber trotz alledem, man sieht, die Jungs haben sich gut vorbereitet auf das wichtige Spiel heute gegen Olympique Marseille. Jetzt Informationen zu mir selber. Ich werde natürlich versuchen, heute Abend einen Livestream zu machen. Mal schauen, wie das klappt. Wenn die Kinder gut ins Bett kommen, dann wird es den Livestream geben. Ansonsten werde ich spätestens im Laufe des Spiels versuchen, dazu zu kommen. Also haltet immer wieder Ausschau nach meinem YouTube-Kanal. Dann können wir zusammen dieses wichtige Spiel schauen. Ja, und dieses Spiel, wie gesagt, sau wichtig. Und jetzt mache ich die Aufstellung, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, dieses Spiel ist wichtig und es ist sehr kurz nach dem sehr schweren Spiel gegen Real Sociedad, wo viele Jungs mit 10 Mann doppelt so viel laufen mussten, um das Ergebnis zu halten. Das werde ich in meiner Ausstellung natürlich berücksichtigen. Im Tor Thibaut Courtois, das ist nicht der Abend für Rotation im Tor. Die erste Rotation, den ersten Wechsel, würde ich auf der rechten Verteidigerposition machen. Da wäre heute mein Spieler Trent Alexander-Arnold. Im Santiago Bernabéu brauchen wir einen offensiven Außenverteidiger. Ein Carvajal hat viele Minuten gegen Real Sociedad abgeliefert. Heute ist der Abend für Trent. In der Innenverteidigung wünschte ich mir, ich könnte ein bisschen rotieren. Vor allem ein Militao musste sehr viel laufen. Aber gegen Olympique Marseille ist nicht viel Rotation drin, meiner Meinung. Ich würde mit Militao und Dienhausen spielen. Dienhausen ist natürlich nicht gesperrt für die Champions League. Das wurde ich letztens gefragt. Ich mache es nochmal klar. Er ist gesperrt für die Liga. Wenn er überhaupt gesperrt wird, Real Madrid hat Einspruch eingelegt. Und es scheint gut auszusehen, denn wir haben alle gesehen, es war ja eigentlich keine rote Karte. Linker Verteidiger Álvaro Carreras, da brauche ich nicht viel zu sagen. Ein Fran Garcia hat mich auch im Spiel gegen Real Sociedad nicht überzeugt, als er reinkam. Es gab übrigens die eine typische Szene, die ich seit letztem Jahr immer wieder bejammer. Ein Arda Güler schickt ihn mit einem Traumpass alleine aufs Tor. Fran Garcia ist sauschnell. Wenn er will, legt er sich den Ball nach vorne und rennt alleine aufs Tor, aber der Fran Garcia macht einen klassischen Fran Garcia, dreht ab und guckt, wie er den Ball nach hinten spielen kann. Er holt zumindest noch einen Freistoß raus. Aber ein Álvaro Carreras zum Beispiel wäre sofort zum Tor gezogen. Für mich liegen zwischen diesen beiden Spielern einfach wirklich Welten. Naja, wie dem auch sei, auf der 6 Aurélien Tchouaméni. Ich glaube, der wird sowieso spielen. Der hat gestern auch in der Pressekonferenz geantwortet. Und ich glaube, die Spieler, die in der Pressekonferenz sind, müssen am nächsten Tag sogar spielen. Also ein Tchouaméni wird spielen. Im Mittelfeld nicht viel Diskussion. Ein Fede Valverde durfte sich gegen Real Sociedad ausruhen. Der darf sich diesmal nicht ausruhen. Ist wieder in der ersten Elf. An seiner Seite ein Spieler, der untouchable ist. Einer der 2 wichtigsten Spieler zurzeit bei Real Madrid. Arda Güler. Dann vorne drin die 3. Vorne wird spielen Kylian Mbappé, ich glaube, da gibt es keine Frage, obwohl mir ein Gonzalo beim Abschlusstraining sehr gut gefallen hat. Nicht nur das Tor, was er zum Sieg macht, sondern vor allem das Kopfballtor nach der Außenrissflanke von Franco Mastantuono. What? Was ist das für eine Flanke und was ist das für ein Kopfball? Also enorm stark. Trotz alledem Kylian Mbappé, der Leader von Real Madrid. Natürlich spielt er in so einem wichtigen Spiel gegen seine französischen Landsmänner. Rechts vorne Franco Mastantuono durfte sich gegen Real Sociedad ausruhen. Jetzt brauchen wir seinen argentinischen magischen Fuß wieder. Ich hoffe, ich sehe heute auch so eine Außenrissflanke, in diesem Fall auf Kylian Mbappé. Ja, und links vorne, ich wäre sogar dafür, dass vielleicht ein Rodrigo mal wieder starten dürfte. Ein Vini kommt einfach nicht in die Spur. Aber ich muss so ehrlich sein, ein Xabi Alonso hat in der Pressekonferenz schon fast durchblicken lassen, dass ein Vini Junior heute starten wird. Wäre ich Trainer, würde ich heute trotz alledem Rodrigo mal eine Chance geben. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu meinem Video, was ihr zu meiner Aufstellung zu sagen habt. Lasst das bitte in den Kommentaren. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst direkt ein Like da, teilen und ein Follow, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns heute Abend hoffentlich wieder, spätestens aber morgen. Bis dahin. Allo Madrid!